den furchterregenden Verliesen und Folterkammern die Serienmörder zur Qual ihrer Opfer nutzten. Heute werden Sie den ganzen Schrecken dieser Orte spüren, denn wir tauchen ein in die grauenvolle Welt des Serienmörders Maury Troy Travis. Stellen Sie sich vor, Sie hätten irgendwo in einem Vorort ein gemütliches Häuschen gemietet. Die Miete dafür ist für Ihren Geldbeutel erschwinglich und Sie freuen sich über diese Gelegenheit. Sie atmen frische, unverschmutzte Luft, genießen das Zwitschern der Vögel am Morgen und bewundern die Aussicht aus dem Fenster. Eines Tages schalten Sie den Fernseher ein und in den Kriminalnachrichten erscheint ein Foto Ihres Hauses, das als Travis Haus des Schreckens bezeichnet wird. Maury Troy. Travis wurde am 25. Oktober 1965 in St. Louis geboren. Bis zum Alter von 11 Jahren lebte der Junge mit seinen Eltern Sandra und Michael in der Wohnsiedlung Carr Square. Im Jahr 1976, in der Zeit der Suburbanisierung, als ein großer Teil der Stadtbevölkerung in die Vororte zog, weil sie den ständigen Lärm, die verschmutzte Luft und den Mangel an Grünflächen satt hatten, beschlossen auch die Eltern des Jungen, ein einfaches Haus im Ranch-Stil in Ferguson zu kaufen. Sie glaubten, dass es für sie angenehmer sein würde, an der frischen Luft zu leben, weit weg vom Zentrum der Großstadt. Das neue Leben inmitten der Natur begann für die Familie Travis sehr glücklich. Sie richteten ihr neues Zuhause ein, fanden Freunde und erzogen ihren Sohn. Viele erinnerten sich an Maury als einen sehr ruhigen, zurückhaltenden und schüchternen Jungen. Er grüßte seine Nachbarn immer respektvoll und sie hielten ihn für ein nettes Kind mit einem guten Herzen. Niemand konnte sich vorstellen, dass sich der Junge später in ein grausames Monster verwandeln würde. Anscheinend hatte der Tapetenwechsel irgendwie Einfluss auf die Eltern des Jungen, denn 2 Jahre nach dem Umzug ließen sie sich unerwartet scheiden. Maury blieb in der Obhut seiner Mutter. Seine Isolation wurde noch deutlicher, als der Junge während seiner Kindheit und Jugend mehrere verschiedene Schulen wechselte. In keinem Jahrbuch gab es Fotos von ihm. Man sagt, dass stille Wasser tief sind. Dieser Satz beschrieb Maury Travis genau. Er sah aus wie ein ruhiger, bescheidener Teenager, der keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Aber in seinem Kopf hatte er bereits verstörende Gedanken. Ab seinem 13. Lebensjahr begann er sich für den Sinn des Todes zu interessieren. Der Junge fantasierte oft darüber, jemandem das Leben zu nehmen und begann, seine krankhaften Fantasien an Tieren auszuleben, die er in seiner Nähe fand. In dieser Zeit verschwanden bei vielen Nachbarn Katzen und Hunde. Nach dem Abschluss der Highschool trat Travis in die Streitkräfte ein und diente 2 Jahre lang als Sanitäter und Zahnarzthelfer. Nach seiner Entlassung aus der Armee arbeitete Maury kurzzeitig bei einem Transportunternehmen und begann dann als Freiwilliger in einem örtlichen Altenheim zu arbeiten. In dieser Zeit wurde dem jungen Mann plötzlich klar, dass sein Leben aus einer Reihe zufälliger Momente bestand und keine klare Richtung hatte. Deshalb schrieb sich Travis im Alter von 22 Jahren am Morris Brown College in Atlanta, Georgia, ein. Obwohl er scheinbar den richtigen Weg eingeschlagen hatte, geriet er sehr schnell auf die schiefe Bahn und begann, illegale Substanzen zu konsumieren. Doch woher sollte ein armer College-Student das Geld nehmen, um seine Abhängigkeit zu finanzieren? Da er dringend Geld brauchte, beging Maury eine Straftat. Während er in den Frühjahrsferien zu Hause war, raubte er innerhalb von 8 Tagen 5 verschiedene Schuhgeschäfte im Norden und Westen von St. Louis aus. Travis wurde leicht identifiziert, als ein Zeuge eines der Raubüberfälle seine Beschreibung gab und die Marke seines Autos nannte. Die Polizei verhaftete Maury. Der junge Mann leugnete nichts und gestand sofort alles. Vor Gericht versuchte Travis Mitleid und Nachsicht zu erlangen, indem er erklärte, er sei aufgeregt gewesen und könne sich an fast nichts mehr erinnern. Für die Raubüberfälle habe er lediglich eine Plastikspielzeugpistole benutzt und geglaubt, ungestraft davonzukommen. Zusätzlich zu dem angeblich fehlgeleiteten Studenten erhielt der Richter mehrere Unterstützungsschreiben von Menschen, die Maury kannten. Darin hieß es, dass die rechtswidrigen Handlungen nicht den wahren Charakter von Travis widerspiegelten, dass er in Wirklichkeit ein guter Mensch sei und lediglich illegale Substanzen seinen Verstand getrübt hätten. Die Briefe forderten das Gericht auf, ihm statt einer harten Strafe Hilfe anzubieten. Als Maury 6 Monate später vor dem Richter erschien, um sein Urteil zu hören, teilte er mit, dass er eine Entziehungskur gemacht habe und nun clean sei.
Seine gesamte Freizeit habe er darauf verwendet, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu werden. Sogar der ehemalige US-Politiker William Lacy Clay aus Missouri setzte sich für ihn ein und schrieb dem Richter einen Brief, in dem er um Milde bat. Der Kongressabgeordnete erklärte, dass Travis keine Gefahr für die Gesellschaft darstelle und bat darum, ihm eine Bewährungsstrafe zu gewähren, verbunden mit der Auflage, freiwillig in einer gemeinnützigen Organisation zu arbeiten. Der Richter ließ sich jedoch von all diesen Briefen zur Verteidigung des Angeklagten nicht überzeugen und verurteilte Maury Travis zu 15 Jahren Haft. Dies geschah nur 4 Monate vor dem 24. Geburtstag des jungen Mannes. Maury hatte nicht damit gerechnet, seinen Geburtstag in einer Gefängniszelle zu verbringen und begann daher sofort, sich um eine Aufhebung des Urteils zu bemühen. 2 Monate nach seiner Einweisung in die Strafanstalt schrieb Travis einen Brief an den Richter, in dem er ihn unter Tränen bat, das Urteil zu mildern und die harten Haftbedingungen beschrieb. Er beklagte sich, dass er jeden Tag und jede Stunde darüber nachdachte, sich das Leben zu nehmen. Maury verbrachte den ganzen Tag in seiner Zelle und weinte fast jede Nacht über sein Schicksal. Er erwähnte auch die Schikanen durch andere Häftlinge, das schlechte Essen, das ungenießbar sei, und das Fehlen jeglicher Bedingungen für ein normales Leben. Am Ende des Briefes bat Travis den Richter, ihm eine weitere Chance in der Gesellschaft zu geben und seine derzeitige 15-jährige Haftstrafe durch eine Haftstrafe von 120 bis 180 Tagen zu ersetzen, da diese Zeit ausreichen würde, um ihm seine Lektion ein für alle Mal zu erteilen. Seine Bitten um Nachsicht blieben jedoch ungehört und Maury musste sich an seine neue Umgebung gewöhnen. Als er erkannte, dass er nicht aus dem Gefängnis entkommen würde, beschloss Travis, sich zurückhaltend zu verhalten, den Kopf einzuziehen und seine Strafe still zu verbüßen. Aber auch das gelang ihm nicht, denn in den ersten 2 Jahren hinter Gittern erhielt er 13 Verwarnungen wegen Verhaltensverstößen. Trotzdem wurde Maury im Juni 1994 nach 5 Jahren und 3 Monaten Haft vorzeitig auf Bewährung entlassen. Travis zog in eine Maisonette-Wohnung in einem 2-stöckigen Zweifamilienhaus, die er sich mit seiner Nachbarin Linda Harrison teilte. Laut Linda war Maury ein ausgezeichneter Nachbar. Ruhig, freundlich, er hatte keine Gäste und veranstaltete keine Partys, er störte die Bewohner nie. In ihrem Haus gab es einen gemeinsamen Keller, in dem sich eine Waschmaschine und ein Trockner befanden. Als Linda einmal unten war, erschreckte ihr Nachbar sie so sehr mit seinem unerwarteten Auftauchen, dass er nach diesem Vorfall immer eine Melodie pfiff, wenn er die Treppe hinunterging. Er entschuldigte sich lange dafür, dass er die ältere Frau verängstigt hatte. Lindas Sohn mochte Travis auch sehr. Zwischen den beiden entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung. Die beiden Männer saßen oft zusammen auf der Veranda, unterhielten sich und tranken Bier. Obwohl die illegalen Substanzen Maurys Leben ruiniert hatten, wurde er nach einiger Zeit wieder abhängig vom weißen Pulver und alles ging erneut den Bach hinunter. 4 Jahre nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis verstieß Travis gegen die Bedingungen seiner vorzeitigen Entlassung und landete erneut hinter Gittern, wo er eine kurze Haftstrafe wegen Besitzes illegaler Substanzen verbüßen musste. Im Jahr 1999 wurde Maury aus der Haft entlassen. Eine Zeit lang kam er zu sich, ohne zu wissen, was er tun sollte, und im Sommer 2000 fand er eine Anstellung als Kellner in einem Restaurant in einem Hotel unweit des Stadtzentrums. Dort führte er einige seltsame Gespräche mit seinem Kollegen Dave. Einmal erwähnte Maury, dass er, wenn er jemals Dinge entsorgen müsste, die niemand finden sollte, dies in East St. Louis tun könnte, weil es dort nicht so viele Polizisten gäbe. Einige Monate nach diesem Gespräch wurde dort eine Leiche gefunden. Daves Freundin arbeitete als Praktikantin bei einem Nachrichtensender und als Maury sie traf, fragte er sie, ob ihr Sender irgendwelche Berichte über Übergriffe auf Frauen des leichten Gewerbes in East St. Louis gebracht habe. In den Medien gab es nichts derartiges. Woher wusste Travis dann davon? Am 1. Juli 2000 wurde in East St. Louis die Leiche der 61-jährigen Mary Shields gefunden. Nun fragten sich Dave und seine Freundin, die Journalistin, ob dies irgendwie mit dem zusammenhing, was Maury gesagt hatte, oder ob es sich um einen Zufall handelte. In der Zwischenzeit zog Travis in das Haus seiner Familie in der 1001 Ford Drive in St. Louis, Missouri. Dieses Gebäude hatte einen Keller und der Mann, der seit seiner Jugend davon besessen war, sich an Schwächeren zu vergreifen,
begann dort seine dunklen Machenschaften, nur in weitaus größerem Umfang als in seiner Kindheit. Maury verwandelte den Keller seines Hauses in eine Art Folterkammer. An den Tagen, an denen er nicht im Restaurant arbeitete, streifte der Mann durch die Straßen und suchte sich Frauen aus, die intime Dienstleistungen gegen Geld anboten. Er brachte sie zu sich nach Hause, vergnügte sich mit ihnen und sperrte sie dann, anstatt sie zu bezahlen, in den Keller, wo er alle möglichen grausamen Handlungen an ihnen vornahm. All ihre seelischen und körperlichen Qualen nahm Travis auf Film auf. Manchmal zwang er die Frauen, an seltsamen Ritualen teilzunehmen. Er kleidete sie in weiße Gewänder und Sonnenbrillen und verlangte von ihnen, wilde Tänze aufzuführen. Wenn dem Mann sein nächstes Opfer langweilig wurde, wurde er es einfach los. Glücklicherweise wurde Travis 4 Monate nach der Entdeckung von Mary Shields erneut wegen Verstoßes gegen die Bedingungen seiner vorzeitigen Entlassung verhaftet und wieder ins Gefängnis gebracht. Diesmal verbrachte er mehrere Monate hinter Gittern, vom 29. November 2000 bis zum 19. März 2001. Sobald er freigelassen wurde, kehrte Maury sofort zu seinen dunklen Machenschaften zurück. Knapp 2 Wochen nach seiner Entlassung aus der Haft wurden im Washington Park die Überreste von Alicia Granway gefunden. 3 Tage später wurde in East St. Louis die Leiche einer weiteren Frau entdeckt, die nie identifiziert werden konnte. Von Mai bis Oktober 2001 wurden 4 weitere Frauen gefoltert und erstickt. Teresa Wilson, Verona Thompson, Eva Cruz und Brenda Beasley. An einem Bein einer der Frauen fanden sich Spuren von Autoreifen und Abstriche von den Leichen wiesen auf das Vorhandensein von Sperma hin. Dies ermöglichte es den Ermittlern, die DNA des Verdächtigen zu isolieren. Allerdings schien Travis die Misshandlung und Ermordung von Frauen aus dem Milieu der sexuellen Dienstleistungen nicht auszureichen. Er wollte unbedingt, dass alle Zeitungen über ihn als Serienmörder berichteten und seine Gräueltaten in den Nachrichten gezeigt wurden. Die Polizisten, die an diesem Fall arbeiteten, brachten zunächst nicht alle Todesfälle miteinander in Verbindung, sondern betrachteten jeden Fall einzeln. Es ist nicht auszuschließen, dass Travis niemals für seine Verbrechen hätte büßen müssen, doch sein Verlangen nach Ruhm trübte seinen Verstand so sehr, dass er beschloss, mit den Ermittlern Katz und Maus zu spielen. Zu dieser Zeit war in der Zeitung gerade ein Artikel über eines seiner Opfer, Teresa Wilson, erschienen. Nachdem er den Artikel über die Frau gelesen hatte, die durch seine Hand ums Leben gekommen war, druckte Maury eine Karte aus dem Internet aus, markierte die Fundorte der noch nicht entdeckten Überreste seines anderen Opfers und schickte sie anonym per Post an den Journalisten, der den Artikel geschrieben hatte. Schon aus den ersten Sätzen wurde klar, dass Travis keinerlei Reue gegenüber seinen Opfern empfand. Stattdessen war der Mann stolz auf seine Verbrechen und strebte aktiv nach berüchtigtem Ruhm. Der Reporter, der die seltsame Nachricht erhalten hatte, leitete sie sofort an die Polizei weiter. Die Einsatzgruppe untersuchte den auf der Karte angegebenen Ort und fand weitere Skelettüberreste, die zu einem unbekannten Opfer gehörten. Als sie erfuhren, dass die Karte von einer bestimmten Website ausgedruckt worden war, gelang es den Ermittlern, die IP-Adresse des Computers zu ermitteln, von dem aus der Download erfolgt war. Einige Tage später kam die Antwort mit einer einzigen IP-Adresse. Der Computer, von dem aus der Download erfolgt war, befand sich in der 1001 4 Drive, St. Louis, Missouri. Es handelte sich um das Haus, in dem der vorbestrafte Maury Troy Travis wohnte. Am frühen Morgen des 7. Juni klopften die Beamten an die Tür des mutmaßlichen Serienmörders. Der Hausbesitzer, der offensichtlich gerade erst aufgewacht war, öffnete die Tür. Er reagierte äußerst aggressiv und verlangte von den Polizisten einen triftigen Grund, warum sie seinen Schlaf gestört hätten. Von dem ruhigen, zurückhaltenden Mann, als den Maury von den meisten Menschen beschrieben worden war, die ihn kannten, war in diesem Moment nichts mehr zu erkennen. Als die Beamten ihm den Brief mit der Karte der Gegend zeigten, tat er so, als hätte das nichts mit ihm zu tun und wollte den Ermittlern schon die Tür vor der Nase zuschlagen. Doch in diesem Moment erklärten sie ihm, dass der Absender des Briefes dies von Travis' Computer aus getan hatte. Dem Hausbesitzer blieb nichts anderes übrig, als die Polizisten hereinzulassen. Während des 1,5-stündigen Gesprächs versuchte Maury, die Unterhaltung unter Kontrolle zu halten. Er wechselte oft das Thema, wenn ihm unangenehme Fragen gestellt wurden, und war sich fast sicher, dass es ihm gelungen war, die Ermittler zu täuschen, als plötzlich erneut an die Tür geklopft wurde. Es war die Ermittlungsgruppe mit einem Durchsuchungsbefehl für die Räumlichkeiten.
In diesem Moment zeigte Travis sein wahres Gesicht. Er begann sich verbal aggressiv zu äußern und war wütend, dass er ihnen überhaupt die Tür geöffnet hatte. In diesem Moment wussten die Ermittler bereits, dass sie etwas finden würden. Das war an der Reaktion des Hausbesitzers zu erkennen. Und schon bald entdeckten die Kriminaltechniker im Keller, auf dem Boden, an den Wänden, unter dem Teppich und auf der Unterseite des Teppichs Blutflecken. Es war nicht das Blut einer einzigen Person, sondern von verschiedenen Menschen. Während die Experten das Untergeschoss durchsuchten, unterhielten sich die Ermittler oben noch immer mit Maury. Sie zeigten ihm einen Ordner mit mehreren Fotos von Frauen, die die Polizei für seine Opfer hielt. Ohne jeglichen Kontext fragten die Ermittler Travis, ob er jemanden auf den Fotos kenne. Der Mann sah sich alle Fotos flüchtig an und erklärte, dass er sie noch nie in seinem Leben gesehen habe. Doch etwa 10 Minuten später, nachdem das Gespräch zu einem anderen Thema übergegangen war, fragte Maury, ob er sich die Fotos der toten Frauen noch einmal ansehen könne. Die Ermittler nahmen ihn sofort beim Wort, denn sie hatten nicht gesagt, dass alle diese Frauen bereits tot waren. Travis begriff sofort, dass er sich verraten hatte. Er senkte den Kopf, schwieg ein paar Sekunden und sagte dann, dass er ihnen den Aufenthaltsort eines weiteren Opfers in East St. Louis zeigen würde. Auf dem Weg dorthin gestand der Mann, dass er seinen ersten Mord im Alter von 19 Jahren begangen hatte. Es sei ein unbeschreibliches Gefühl von Macht und Überlegenheit gewesen. Als das Auto auf Anweisung von Maury bereits auf die Brücke zufuhr, änderte er plötzlich seine Meinung und erklärte, man solle ihn einfach ins Gefängnis bringen. Nach kurzem Zögern wurde den Ermittlern klar, dass Travis ihnen nichts zeigen würde. Sie brachten ihn zur Polizeistation und setzten die Befragung fort, um eine DNA-Probe zu erhalten. Die Beamten wandten einen alten Trick an. Sie gaben dem Verdächtigen eine Dose Limonade, die er sofort trank und anschließend in den Mülleimer warf. Wenig später wurde die leere Dose aus dem Abfallbehälter genommen und zur Untersuchung geschickt, um die DNA zu extrahieren und mit der DNA der getöteten Frauen zu vergleichen. Die Proben stimmten überein. Danach beschlagnahmten die Behörden Travis' Auto und das Profil der Reifen stimmte mit dem Abdruck überein, der am Bein eines der Opfer gefunden worden war. Auf diese Weise gelang es den Ermittlern, Maury Travis mit 3 bestimmten Frauen in Verbindung zu bringen, während das Haus in der Ford Drive weiterhin gründlich durchsucht wurde. Eine Gruppe von Forensikern fand mehrere Videokassetten. Eine davon war mit »Unser Hochzeitstag« beschriftet. Am Anfang der Aufnahme war tatsächlich eine Hochzeitszeremonie zu sehen, doch nach wenigen Minuten brach die Aufnahme ab und eine völlig andere Sequenz begann. Auf den Bildern war eine Frau zu sehen, die mit einer Kette an einen Holzpfahl gefesselt war. Was danach folgte, war so grausam und erschütternd, dass den Beamten, die sich die Aufnahmen ansahen, eine psychologische Betreuung empfohlen wurde. Nach dem Ansehen der Videoaufnahmen stieg die Zahl der mutmaßlichen Opfer von Travis auf 12 Frauen. Außerdem fanden die Ermittler in seinem Haus Folterinstrumente, einen Elektroschocker, Zeitungsausschnitte über einige seiner Verbrechen und Videokassetten, auf denen Maury seine Gefangenen quälte. Der Täter fügte seinen Opfern nicht nur körperliche, sondern auch schwere seelische Qualen zu. In einem der Videos verspottete Travis eine Frau und fragte sie, ob sie ihren Kindern noch etwas sagen wolle und wer sich um deren Erziehung kümmern werde, während sie Zeit in seinem Haus verbringe. Nach den Misshandlungen und Demütigungen tötete Maury seine Opfer und warf ihre Leichen anschließend meist am östlichen Rand von St. Louis weg. Als Travis angeklagt wurde und die gesammelten Beweise vorgelegt wurden, wurde ihm klar, dass er keine Chance hatte, diesen Fall zu gewinnen. Maury wollte auf keinen Fall den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Er wusste, dass er es hinter Gittern nicht leicht haben würde. Obwohl die Leitung des Bezirksgefängnisses von St. Louis darauf hingewiesen worden war, dass Travis unter verstärkter Aufsicht stehen sollte, erwiesen sich die Vorsichtsmaßnahmen als unzureichend. Am 10. Juni 2002, bevor er sich für seine Verbrechen vor Gericht verantworten musste, nahm sich Maury Troy Travis in seiner Gefängniszelle mit einem Bettlaken das Leben. Der Mann hinterließ seiner Mutter einen Brief, in dem er sich für all den Schmerz entschuldigte, den er ihr zugefügt hatte. In dem Schreiben erzählte Maury, wie er seit seinem 13. Lebensjahr von solchen Dingen fantasierte. Travis selbst verstand nicht, woher diese Gedanken in seinem Kopf kamen und fühlte sich in seinem Leben nie normal oder glücklich. Er hielt seinen Tod für die beste Lösung in der entstandenen Situation.
Dabei verlor der Täter kein Wort über seine Opfer. Er bereute keines der genommenen Leben und zeigte keinerlei Reue. Maury kümmerte es nicht, dass er jemandem außer seiner Mutter Leid zugefügt hatte. Leider wird die wahre Zahl der Opfer von Maury Travis ein Rätsel bleiben. Obwohl er in einem Brief an seine Mutter versicherte, dass er 17 Frauen getötet habe, gingen einige davon aus, dass die Zahl der Opfer bei etwa 20 liegen könnte. 12 Jahre, nachdem Maury aus dem Leben geschieden war, wurde das Haus, in dem er zuletzt gelebt hatte, zum Verkauf angeboten. Eine junge Frau namens Katrina McHall, die nicht wusste, wer dort zuvor gewohnt hatte, mietete dieses Haus. Maurys Mutter, Sandra Travis, vermietete ihr die Immobilie, ohne ihr die Geschichte zu erzählen. Eines Abends machte es sich Katrina vor dem Fernseher gemütlich. Während sie sich die Dokumentation Unsolved Cases ansah, sah sie plötzlich auf dem Bildschirm Fotos des Hauses, in dem sie sich gerade befand. Ihr sträubten sich die Haare vor Entsetzen, als sie erfuhr, dass im Keller, buchstäblich unter ihren Füßen, mehrere Menschen ums Leben gekommen waren. In dem Film wurde ein Holzpfahl gezeigt, der noch immer unten im Keller stand. In der Nähe dieses Pfahls spielte oft Katrinas 2-jährige Tochter. Die Frau war so verängstigt und verstört, dass sie den Mietvertrag sofort kündigen wollte. Sie kontaktierte Sandra Travis, erklärte ihr die Situation und hoffte, dass die Vermieterin Verständnis zeigen würde. Stattdessen wurde Katrina mitgeteilt, dass sie bis zum Ablauf des Mietvertrags in der Wohnung bleiben oder den gesamten Betrag für die gesamte Laufzeit zahlen müsse. Später schaltete sich die Wohnungsbehörde von St. Louis ein und Katrina durfte ausziehen. Auf einer Website für Immobilienverkäufe ist zu lesen, dass das Haus von Travis einen Monat später doch verkauft wurde. Der Preis des Hauses wurde nicht genannt. Leider sind Eigentümer gesetzlich nicht verpflichtet, die Geschichte ihres Hauses offenzulegen. Sie müssen zukünftige Bewohner lediglich über physische Mängel der Immobilie informieren, selbst dann, wenn dort einst schwere Verbrechen begangen wurden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.